Geschäftsführer der Firma Reinert Kunststofftechnik hier in Bissingen an der Zeck. Wir beschäftigen uns mit Zulieferartikeln in der Kunststoffindustrie, hauptsächlich für die Automobilbranche. Gut, wir bei Reinert, wir beschäftigen in Summe knapp 190 Mitarbeiter. Davon sind 19 Mitarbeiter Menschen mit Behinderungen aller Ausprägungen. Wir sind ein Montagebetrieb, ein Spritzgussbetrieb und haben viele Tätigkeiten, die diese Menschen gut ausüben können. 14 Menschen mit Behinderung sind bei Reinert angestellt, also komplett auf der Payroll, sozialversichert, alles drum und dran. Das ist unser eines Modell, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und dann haben wir hier noch dauerhaft eine Außenarbeitsgruppe der Werkstätten Esslingen-Kirchheim im Unternehmen. Dort schaffen zwischen 8 und 12 Menschen mit Behinderung, die aber einer besonderen Betreuung unterliegen. Aber hier bei uns quasi die komplette Infrastruktur nutzen. Ja, also der Einstieg war ich schon, als ich schon gleich nach dem Studium hier bei Reinert mal gearbeitet habe und dann mein Schwiegervater, dem ja die Firma damals gehörte, dann einen Nachbarsjungen von uns eingestellt hat, einen Menschen mit großer Sehbehinderung, auch einer leichten geistigen Behinderung. Ich habe das Unternehmen dann 3 Jahre wieder verlassen, bin dann wieder zurückgekommen als Inhaber und dann habe ich dieses Modell fortgeführt. Ja. Ja, die Firma Reinert ist schon hier in der Gegend bekannt für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Wir bekommen darauf gezielt Bewerbungen, sowohl direkt von Menschen mit Behinderungen, aber auch über die Integrationsfachdienste, Arbeitsämter und die Werkstätten. Dieser Fachdienst, der betreut die Förderschulen hier in der Gegend, ja, in Esslingen, in Nürtingen und betreut dort auch die Abschlussklassen und kann dann schon ein bisschen sondieren, ob es da Klienten, Menschen gibt, die einfach mal einen Versuch machen wollen in der freien Wirtschaft. Und immer wie gesagt gleich. Und dann kommen die herein, machen ein Praktikum und dann entscheidet man. Das kann 4 Wochen gehen, kann 8 Wochen gehen, kann 3 Monate gehen und dann testen wir das aus. Für uns als Unternehmer oder für mich persönlich ist halt wichtig, dass wir dann einfach, in der Regel verweise ich dann auch an den Integrationsfachdienst, dass wir da eigentlich einen Ansprechpartner haben. Auch wenn es nachher darum geht, um tatsächlich vielleicht Zuschüsse zu beantragen, also die Leute sollten beim Integrationsfachdienst bekannt sein, dass die bei uns arbeiten. Ja. Also Eugen ist zum Beispiel ein Mitarbeiter, den haben wir aus der WEK übernommen. Der war zuerst in der Außenarbeitsgruppe und dann war er dort am Rande seiner Möglichkeiten nach oben und dann ist halt die Bedingung, wenn er rauskommt, dass er Schicht arbeitet, ja, nicht Nachtschicht, aber früh und spät weg. Also diese Teile macht er. Mit Gewinde drin. Und das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, ja, also da muss er schon hart arbeiten. So, ich kenne Eugen schon seit gute 11 Jahre, 12 Jahre. Mit dem zufrieden. Sehr gut, zuverlässig, fährt mit mir. Aber über Fußball darf man mit dem nicht reden. Also ich kann reden, aber andere nicht. Es kann eskalieren. Sozial kann es schon mal schwierig werden, aber das sage ich auch, das ist bei allen Menschen so. Ja. Jetzt haben wir halt einen, der sehr fußballaffin ist. Ja. Und wenn man ihn dann, sagen wir zum Beispiel auf der VfB Stuttgart anspricht, er hatte kein gutes Jahr letztes Jahr und ihn dort ein bisschen piekt, ja, dass er jetzt wieder schlecht gespielt haben am Wochenende, kann schon sein, dass er da geschwind mal ausrastet. Ja. Aber wenn es bekannt ist, dann muss man das muss man einfach wissen. Aber tatsächlich, sowas kommt schon vor. Habe am 1. März 2013 angefangen. Lehre, da hinten sind 10 noch Karton. Und ich muss hier gucken, ob alles voll ist. Dann muss ich hier den Gummi reintun und einfach runterpressen. Wenn die Leute mal in der Firma arbeiten, dann machen wir das selber. Dann machen wir das über die Schichtführer, ja, dass wir einfach die Leute dann neu einlernen, unterweisen. Also da kommt dann, also am Anfang ist wahrscheinlich in der Regel Begleitung da vom Integrationsfachdienst. Wenn die Leute dann bei uns sind, dann sich im Job weiterentwickeln, ist dann unsere Aufgabe. Ja. Dann unter Umständen muss man vielleicht ein bisschen mehr Input leisten, ja, um das besser zu zeigen, aber das ist dann quasi unsere Aufgabe.
Das sind meine Mitarbeiter, unser Herr Obradovic. Der Herr Obradovic ist ein bisschen eingeschränkt körperlich, aber im Ganzen sind wir sehr zufrieden und wir haben genügend Arbeit für ihn auch hier bei unserer Abteilung. Folgt er seine Anweisungen und so wir sind ganz zufrieden. Ja. Manchmal braucht er Hilfe, aber das lösen wir schon hier ohne Probleme. In der Regel ist es so, dass diese Menschen die gleiche Arbeitsleistung haben wie Menschen ohne Behinderung in ihrem Job, in ihrem Tun, in der Montage. Bei Menschen, die das nicht ganz so schaffen, da gibt uns der Gesetzgeber einen Minderleistungsausgleich, den wir dann auch in Anspruch nehmen, sodass es in Summe wieder passt. Wir haben sogar ein paar Menschen mit Behinderungen, die deutlich schneller, effizienter und strukturierter sind in diesen einfachen One-Piece-Flow-Tätigkeiten. Wir haben tatsächlich mit diesen Menschen eigentlich ein besseres Lohngefüge, muss man auch sagen. Also klar, Mindestlohn ist überall gleich, aber das sind Menschen, die jetzt nicht quasi die Karriereleiter nach oben gehen wollen, sondern einfach froh sind, wenn sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, wenn sie am Arbeitsplatz auch ihr Selbstbewusstsein fördern können. Das hilft wieder diesen Menschen, aber uns auch, weil wir dort einfach wirklich eine verlässliche Basis an Mitarbeiter haben. Ja? Und heute bei uns ist, wie gesagt, jetzt gerade gesagt, Vollbeschäftigung. Da muss man jeden Tag Angst haben, dass wir einfach weiter wechseln. Ja? Das ist gerade schwierig hier im mittleren Neckenraum, im Großraum Stuttgart. Ja? Also das ist schon für Unternehmerische, also Ziel ganz klar. Also wir verdienen damit auch Geld, muss man sagen. Sozial denke ich auch, dass auch Mitarbeiter, die bei Reinert schaffen, eigentlich auch, glaube schon etwas stolz darauf sind, dass sie auch mit Menschen mit Behinderung zusammen schaffen. Ja? Also das ist so im Unterbewussten, ja, wir haben da gutes Miteinander. Wir haben Menschen mit Behinderung beschäftigt, wir gehen damit auch in die Öffentlichkeit. Das wissen auch unsere Kunden. Ja, also ein Volkswagen zum Beispiel, der weiß, dass Schubladen hier von Menschen mit Behinderungen montiert werden. Das wird sehr geschätzt, das hilft uns bei Neuaufträgen, das hilft uns auch im Wettbewerb zu bestehen. Ja, also ich kann nur sagen, diese Menschen tragen ein sehr positives Betriebsklima bei. Die sind in der Regel immer fröhlich, gut drauf, grüßen, laufen mal durch, ja, arbeiten ihr Geschäft, schwätzen nicht so viel und haben sehr wenig Fehlzeiten. Die Erfahrung zeigt, dass diese Menschen sehr loyal zum Unternehmen sind, dass die in der Regel bis zur Rente hier arbeiten. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch mit Behinderungen von uns weggewechselt ist in eine andere Firma. Wenn, dann einmal zurück in die Werkstatt oder in Rente. Wir werden das weiterführen. Wenn es passt, stellen wir Menschen ein. Wir haben die Arbeiten, wie man sieht, wir haben die Aufgaben. Warum nicht? Es geht erstmal einfach diesen Willen zu haben und letztendlich, ich spreche eher vor dem Mittelstand, also ich weiß nicht, wie sowas beim Daimler läuft, da wird man viel größer, da gibt es einen Behindertenbetriebsrat, eine Behindertenvertretung, das gibt es in der Form bei uns nicht. Ja. Aber ich glaube, im Mittelstand bis 400, 500 Mitarbeiter, da kann der Chef schon das quasi ein bisschen pushen und dann, glaube ich, geht es nach unten schnell durch. Ja, mache ich immer. Hier Nachbar zum Beispiel, ja, die Firma ELM, dort schaffen wir auch einen Menschen mit Behinderung. Ja, die haben das mal bei uns gesehen, bei einer Gewerbeschau, wo wir Tag der offenen Tür gehabt haben. Und haben gesagt, hey, das ist super, die haben da quasi Showarbeit gemacht. Ja. Und dann hat er mir gesagt, hey, das ist ja super, was ihr da macht. Er hat es immer nur in der Zeitung gelesen, hat gesagt, hey, was soll das, warum macht er das, was ist seine Motivation? Ja. Und dann hat er mir dann abends nach der Gewerbeschau gesagt, hey, das ist ja wirklich super, ja, das ist ja nichts einfach, um eine Werbeaktion zu machen, sondern das ist ja wirklich so, wie es in der Zeitung steht. Ja. Und der Mensch denkt ja erstmal ein bisschen kritisch. Das ist eigentlich, ich denke, das ist auch der Knackpunkt bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, ist einfach mal diese erste Hürde zu überwinden, dass man sagt, okay, man kann mit diesen Menschen eigentlich ganz normal umgehen. Also ich kann nur jeden Unternehmer im Mittelstand motivieren, das probieren, das zu tun, sich zu überlegen, wo gibt es Arbeiten in meinem Betrieb, wo ein Mensch mit Behinderung ausüben kann, dann auf den Integrationsfachdienst zugehen und da, denke ich mal, wird ihm geholfen.